you're watching German Gyan. My name is Gyan, and guys, today something very interesting has come up. So in this video, we're gonna give you a speaking challenge. It's gonna be the 60-second answering 60-second challenge. This whole video will be of B2 level. I hope you're gonna enjoy. I hope you're gonna shower lots of love. So in this video, we're gonna give you some challenges and you need to answer them in 60 seconds only. So yes, let's see who will be winning and who gonna do this. If you're watching for the very first time, then my name is Nidhi and I'm a CEO and the founder of German Gyan. German Gyan provides you online and offline classes. We do provide teacher training program, exam preparation, brush up classes, interview preparation, 10-12 exam practice. Guys, whatever you can think around German Gyan is a one-stop solution for you all. So why to waste time? Enroll with German Gyan and let's get into this video. Let's go. Speaking challenge. Answer in 60 seconds. The rules for the challenges are 60 Sekunden means you will get 60 seconds to think about it. Klare Struktur. The structure should be clear. Richtige Konnektoren. Of course, you have to use the correct connectors. And flüssiges Sprechen. You have to speak fluently. So now I'll give you the topic. Pause the video, speak loudly and then compare with my answers. The first question is, sollte Homeoffice dauerhaft erlaubt sein? Warum oder warum nicht? The structure for thinking. Now once you start thinking, remember you have to tell your own opinion, the reason, example and short conclusion. So these all are the things which should be there in your structure. Meiner Meinung nach sollte Homeoffice dauerhaft erlaubt sein, besonders für Büroangestellte. Erstens spart es viel Zeit, da man nicht täglich pendeln muss. Außerdem verbessert es die Work-Life-Balance, was zu besserer Produktivität führt. Ein weiterer Vorteil ist, dass Unternehmen Kosten für Büros reduzieren können. Allerdings ist Homeoffice nicht für jeden geeignet, da manche Menschen den persönlichen Kontakt mit Kollegen brauchen. Abschließend denke ich, dass eine Kombination aus Homeoffice und Büroarbeit die beste Lösung ist. Second topic is, machen soziale Medien dein Leben besser oder schlechter? Now take 60 seconds, pause the video, frame your own expression and then compare it with what I have written. Ich denke, dass soziale Medien sowohl Vorteile als auch Nachteile hat. Einerseits ermöglicht es uns, schnell mit Menschen auf der ganzen Welt zu kommunizieren und Informationen zu teilen. Andererseits verbringen viele Menschen zu viel Zeit auf sozialen Medien, was zu Stress und Ablenkungen führen kann. Außerdem vergleichen sich viele Nutzer mit anderen, was das Selbstbewusstsein negativ beeinflussen kann. Meiner Meinung nach macht soziale Media unser Leben nur dann besser, wenn man es bewusst und in Massen nutzt. Third topic ist ein Universitätsabschluss heute noch notwendig, um erfolgreich zu sein? Meiner Meinung nach ist ein Universitätsabschluss nicht immer notwendig, um erfolgreich zu sein. Einerseits ist ein Studium wichtig für Berufe wie Arzt oder Ingenieur, da spezielles Fachwissen gebraucht wird. Andererseits gibt es viele erfolgreiche Menschen, die durch praktische Erfahrung oder Ausbildung Karriere gemacht haben. Außerdem spielen heutzutage Fähigkeiten wie Kreativität, Kommunikation und Flexibilität eine große Rolle. Deshalb denke ich, dass Erfolg von der Person und den Fähigkeiten abhängt und nicht nur vom Abschluss. Fourth topic is, sollte der Staat gesunde Ernährung stärker fördern? Ich bin der Meinung, dass der Staat gesunde Ernährung stärker fördern sollte.
Erstens könnten dadurch Krankheiten wie Diabetes oder Herzprobleme reduziert werden. Außerdem würden langfristig die Kosten im Gesundheitssystem sinken. Zum Beispiel könnte der Staat gesunde Lebensmittel günstiger machen oder Aufklärung in Schulen anbieten. Natürlich trägt auch jeder Einzelne Verantwortung, aber staatliche Unterstützung ist trotzdem sinnvoll. Next topic. Verändert künstliche Intelligenz unsere Arbeitswelt positiv oder negativ? Meiner Meinung nach verändert künstliche Intelligenz unsere Arbeitswelt sowohl positiv als auch negativ. Einerseits erleichtert sie viele Aufgaben und steigert die Effizienz in verschiedenen Berufen. Andererseits haben viele Menschen Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Gleichzeitig entstehen jedoch neue Berufe, besonders im technischen Bereich. Abschließend denke ich, dass künstliche Intelligenz eine Chance ist, wenn wir uns rechtzeitig weiterbilden. So guys, how was this video? I hope you enjoyed. I hope you have shown a lot of love to this video. Thank you so much. We'll catch you in the next one. Till then, keep learning German with German Gyan. Take care. Cheers.